Depression und Alkohol, Katertage und Depression und Katertage. Ja, alles ein Kreislauf und darüber will ich heute reden. Hi, herzlich willkommen zu Von Schall und Rausch und ich bin Lea. In dieser Folge wollen wir nicht über die netten Hangover-Stories reden, die jeder wahrscheinlich von euch hinter sich hat, wo man den Freunden schenkelklopfend erzählt, oh, weißt du, ja, so Stories kennen wir alle, aber wenn wir ehrlich zu uns sind, schwingt da immer eine ganze Portion Bitterkeit im Nachhinein mit. Gerade wenn man nicht mehr 13, 15 oder 20 ist, sondern wenn man die gleichen Stories vielleicht noch mit 30 oder 40 hat oder sogar 60, I don't know. Und wir wollen heute ganz gezielt auch gerade auf Depressionen und Alkohol gucken. Und deshalb schauen wir uns jetzt erstmal die Depressionen genauer an. In der Psychologie gibt es im ICD-10, also gerade in dem Standard der Weltgesundheitsorganisation, der WHO, 4 Formen der Depression. Also 4 Formen werden unterteilt. Zum einen ist es die somatogene Depression. Und das bedeutet, es gibt körperliche Ursachen für eine Depression. Ich kenne da ein Beispiel aus der Praxis von meiner Arbeit. Es gab eine Frau mit einer geistigen Behinderung, die sich aus allem Sozialen immer mehr zurückgezogen hat. Die hat nicht mehr auf Witze reagiert, auf irgendwelche schönen Aktivitäten. Sie war immer müde, sie ist immer im Rollstuhl eingeschlafen. Sie war immer mies gelaunt, wenn irgendjemand sie angesprochen hat. Und alle waren so, boah, reiß dich mal zusammen oder was geht denn mit ihr ab? Welche Laus ist ihr denn über die Leber gelaufen? und die war in einer langen depressiven Verstimmung, bis bei einer ärztlichen Kontrolle herauskam, sie hat einen Hirntumor. Und der hat so massiven Druck einfach im Kopf ausgelöst, dass es unweigerlich war, dass sie einfach müde, zurückgezogen und apathisch war. Es gibt also tatsächlich Veränderungen im Gehirn, im Körper, die man auch nachweisen kann und die für depressive Symptome verantwortlich sind. Dann gibt es die psychogenen Depressionen und die sind ganz klar anhand von einem bestimmten Erlebnis ausgelöst, was vielleicht auch alle nachvollziehen können. Traumatische Erlebnisse. Man hat einen Unfall mit angesehen, man hat Familienmitglieder verloren, man hatte vielleicht eine ganz traumatische Trennung, Scheidung. All diese Dinge, die einen Menschen in den Grundfesten erschüttern können. Die können eine Depression auslösen. Das bedeutet aber nicht, dass man dann sein Leben lang darunter zu leiden hat. Im besten Falle. Und dann gibt es die endogene Depression und das ist, glaube ich, die häufigste. Das sind depressive Episoden, die auftreten und man kann gar nicht so genau sagen, warum. Es ist nichts Körperliches vorgefallen, es ist nichts Traumatisches vorgefallen, sondern sie kommt wie eine dunkle Wolke, wie eine dunkle Wand, wie ein dunkles Gefängnis und umgibt einen auf einmal. Man hat das Gefühl, man hat keinen Zugang mehr zu sich selbst, man ist wie abgeschnitten von sich und seinen Gefühlen. Das ist die endogene Depression. Und zum Schluss gibt es noch die Depression in besonderen Lebenslagen. Darunter könnte man zum Beispiel eine Wochenbettdepression zählen, wenn Frauen kurz nach der Geburt diese Symptome haben. Oder aber auch eine Winterdepression, dass man wegen dem Lichtmangel nicht gut aus den Puschen kommt, sich müde und traurig fühlt. So, das sind die 4 Formen. Und ich möchte mir jetzt anschauen, wie Alkohol auf diese Depression wirkt. Und wenn ihr euch vorstellt, Depression wäre eine offene Wunde am Bein. Die ist vielleicht durch ein traumatisches Erlebnis entstanden. Ihr habt was Schweres hinter euch, die Seele brennt, die Seele leidet, ihr habt diese offene Wunde. Und jetzt sucht ihr etwas, mit dem ihr diese Wunde behandeln könnt. Und ihr entscheidet euch für den Alkohol. Der Alkohol ist kein Heilmittel, sondern eher ein Schmerzmittel. Der Alkohol lässt euch für eine gewisse Zeit vergessen, dass es diese offene Wunde am Bein gibt. Und dann wacht ihr auf und es tut wieder weh. Da erinnert ihr euch, Die Wunde ist noch da. und das Schmerzmittel wirkt jetzt nicht mehr.
Und wenn wir Alkohol mit einem Schmerzmittel vergleichen, dann ist es auf jeden Fall eins, was Nebenwirkungen hat. Die Nebenwirkung von unserem Allheilmittel Alkohol könnte zum Beispiel Scham, Schuld, Übelkeit, andere körperliche Symptome sein. Oder im schlimmsten Fall auch, es gab Streit, Übergriffe. Im schlimmsten Fall habt ihr eine neue Wunde. Und wie es auch bei Schmerzmitteln und Drogen generell so ist, baut ihr eine Toleranz auf. Ihr müsst mehr nehmen, damit es wirkt. Ihr müsst mehr nehmen, damit eure Gefühle betäubt werden. Eine Zeit lang kann man seine Gefühle wegfeiern. Irgendwann wirkt das Schmerzmittel nicht. Und selbst in diesen Feiermomenten fühlt ihr die Dunkelheit, fühlt ihr die Traurigkeit, fühlt ihr die Leere. Ich habe das immer ganz massiv erlebt in den Zeiten meiner depressiven Episoden, in denen ich das Gefühl hatte, ich bin umgeben von dieser dunklen Wolke. Da hat der Alkohol aus den Vollen geschöpft und mir alle Zweifel, alle Ängste und allen Selbsthass schon in diesen Momenten serviert. Ich weiß noch, dass in der letzten depressiven Episode, in der ich getrunken habe, meine Suizidgedanken auf ein ganz neues Level gebracht wurden. Mein selbstverletzendes Verhalten wieder angefangen hat, was ich zuletzt vielleicht in der Teenagerzeit hatte. Diese Stimmen in meinem Kopf haben gesagt, schneide dich, du bist nicht gut genug, verbrenn dich. All diese dunklen Stimmen in dieser depressiven Episode, die hat der Alkohol nur mehr getriggert. So. Hatte ich aber mal einen guten Abend, konnte mich auch mit dem Alkohol eine gewisse Zeit ablenken. Dann kam der Tag danach, der Katertag. Und da kamen andere Stimmen. Da kamen Stimmen, du schaffst es nicht, du wolltest eigentlich weniger trinken. Du wolltest heute eigentlich dies und das machen. Du wolltest eigentlich nicht mehr mit diesen Leuten rumhängen. Und das waren genau die gleichen hässlichen Stimmen, die vorher in diesem ekligen Depressionssumpf auch zu mir gesprochen haben. Vielleicht erinnert ihr euch an diese furchtbare Frauengold-Werbung aus den 50er Jahren. Diese Werbung war extra an gestresste Hausfrauen gerichtet, die sich mit diesem besonderen alkoholischen Getränk ihre ganze belastende Situation süß trinken konnten und vielleicht wieder motiviert sind für ihren Ehemann, für den Haushalt, sozusagen die Wunderdroge, die wieder eine funktionierende Hausfrau hervorbringt. Absurd, oder? Wenn man sich das anguckt, denkt man doch hier, ja, aber eine ähnliche Werbung läuft zurzeit auch. Ich weiß nicht, ob ihr das Sektgetränk Jules Mumm kennt. Da sitzt eine Frau, überfordert, gestresst im Büro rum und dann kommt ein rosa Lama und bringt ihr dieses nette Sektgetränk und dann ist Party Halligalli im Büro. Ich finde, das ist das Gleiche. Nur, dass die Frau halt nicht zu Hause ist bei ihrem Ehemann, sondern genauso gestresst und apathisch und vielleicht kurz vorm Burnout nur im Büro. Und die Lösung für das ist nicht, zieh dich zurück, gönn dir Ruhe, schau, was es für Ursachen gibt, sondern nein, die Instant-Hilfe schlechthin. Ein bisschen Prickelbrause und die Frauen funktionieren wieder, die Männer sind wieder cool und Cowboys und was auch immer. Alle Stereotypen, gegen die sich die Gesellschaft so wehren möchte, die sind im Alkohol noch genauso vorhanden wie vor 50 Jahren. Aber was passiert eigentlich an Katertagen? Warum geht es einem da nicht nur psychisch, sondern auch körperlich so schlecht? Wenn wir Alkohol trinken, entzieht das dem Körper wahnsinnig viel Flüssigkeit. Flüssigkeit, den wir brauchen, Flüssigkeit, den wir gerade fürs Gehirn brauchen, für den ganzen Organismus. Deshalb haben wir so wahnsinnig viel Durst. Mehr Durst hat man, aber mit Alkohol ist der nicht zu löschen. Das weiß jeder, weshalb man am nächsten Tag hier so einen Nachbrand hat. Also, Flüssigkeitsverlust ist nicht gut fürs Gehirn, für den ganzen Organismus nicht. Zweitens, der Körper verbrennt kein Fett mehr, weil er gerade alle seine Kapazitäten verbraucht, um den Alkohol abzubauen. Der Alkohol ist ein Gift und der Körper möchte ihn ab dem ersten Schluck loswerden. Der Körper hat also richtig hart zu tun, wie bei einem Infekt. Deshalb hat man manchmal auch so fiebrige Symptome, fühlt sich vielleicht ähnlich wie bei einer Erkältung, weil der Körper massiv aufzuräumen hat im Körper und diese ganzen Giftstoffe rauszuholen. Ja, dann kommen natürlich noch andere Gründe wie Übersäuerung vom Magen und. Und vielleicht habt ihr euch ja noch zusätzlich irgendwie verletzt und es geht euch deshalb gerade scheiße und ihr seid voller blauer Flecken. Ja. Zum Beispiel also so an einem Sonntagmorgen auf. Es geht euch körperlich nicht gut. Dann ist es auch meistens schwer, dass es einem seelisch gut geht.
Ihr denkt vielleicht schon an den Montag und die Sorgen sind zurück. Euch fällt die offene Wunde wieder ein. Die Depression ist noch da. Und nichts hat sich verändert. Die Sache ist nämlich die betrunkenen Versprechen, die man manchen Menschen gibt. Die Einigkeit und die Liebe und wir feiern alle zusammen und man lernt Leute kennen und das fühlt sich alles so leicht an. Das ist am nächsten Tag oft nicht mehr die Realität. Das, was man den Leuten gesagt hat, bereut man vielleicht sogar. Vielleicht kann man sich gar nicht an die Namen erinnern, dessen Nummern man da irgendwie im Handy findet. Oder aber man muss irgendwelche Streits klären, die man betrunken hatte. Wenn ihr an einer Depression leidet und euch damit ablenken wollt, dann holt ihr euch neue Baustellen ins Leben. Und die werden dazu immer führen, dass ihr euch schlechter fühlt als vorher. Dass immer mehr Chaos ins Leben kommt und weniger Ordnung. Depressionen sind nicht neu. Drogen sind auch nicht neu und Alkohol ist auch nicht neu. Und der Versuch, sich zu betäuben, um schlechte Gefühle zu verdrängen, der ist auch nicht neu. Der funktioniert nur nicht auf die Dauer. Kurzfristig ja, aber ihr werdet alle wissen, dass kurzfristige Instant-Sachen nie die Qualität haben von einem langen, guten, soliden Plan, der auf etwas gegründet ist. Es gibt einen Mann zum Beispiel in der Bibel, der hatte auch eine depressive Episode. Lest euch mal die Psalmen durch. König David hatte wirklich viele schwere Zeiten und anhand der Ausführungen ganz bestimmt auch viele depressive Episoden und viele Ängste. So. Aber ich rede jetzt von Jona. Jona war ein Prophet und Gott hat ihm einen Auftrag gegeben und er ist davor weggelaufen, er hat sich versteckt, er hatte ganz viele Ängste. Und dann hat er wahnsinnigen Druck verspürt von den Leuten und irgendwann hat er sich unter einen Baum gesetzt und hat gesagt, boah, Nee, ich will nicht mehr. Ich will sterben. Gott hat nicht so reagiert. Gut, dann reiß dich mal zusammen oder jetzt schluck das mal und dann hol dich. Nein, Gott hat gesagt, ruh dich aus. Ich gebe dir Schatten und Schlaf. Simpel, oder? Er hat ihm einfach Ruhe und Distanz von all den Dingen verordnet. Unsere Gesellschaft ist immer so Leistung, Leistung, Effizienz, Effizienz und auch Heilung und Regeneration darf nichts kosten und darf auch nicht lange dauern. Deshalb gibt es diese ganzen vielen Instant-Lösungen. Leute, meine depressiven Episoden, die sind schon fast so alt wie ich. Ja, ich erinnere mich zum Beispiel, dass ich in der 4. Klasse bei einem Schulausflug aus dem Fenster springen wollte, weil ich das Gefühl hatte, ich werde nicht geliebt, ich bin umsonst auf dieser Welt und es braucht mich keiner. Jeder findet mich komisch. Und dieser Eindruck war so stark und hätten mich nicht die anderen Mitschülerinnen und die Lehrerinnen davon abgehalten, dann wäre ich da aus dem Fenster gehüpft. Und immer wieder kamen diese Episoden aus dem Nichts, in denen ich ganz stark den Eindruck hatte, du bist es nicht wert, du bist nicht gut genug, du wirst dich niemals ändern, du quälst dich nur, das wird dein Leben lang so weitergehen. Damit ging es immer weiter, dann habe ich versucht, eine Lösung zu finden, dann bin ich zu Therapeutinnen gelaufen, dann habe ich vielleicht ein paar Tabletten genommen, dann habe ich mich zusammengerissen und dann kam irgendwann diese Gefühlsleere, dass ich ein bisschen funktioniert habe, aber ganz abgeschottet von mir. Und dann kam die Phase, wo ich mich mit Alkohol immer mal wieder aus diesen Zuständen holen konnte. Dann hatte ich mal wieder einen lustigen Abend, dann war ich mal wieder extrovertiert und total gesellig. Und dann ging es wieder zurück in mein Gefängnis. Und in der Bibel steht, wen der Sohn Gottes frei macht, der ist wirklich frei. Auch wenn ich Gott gekannt habe, seit ich klein war, habe ich das nie für mich verstanden, weil ich nicht begriffen habe, dass es einfach nur darum geht, einfach an Gott zu glauben und zu sagen, okay, dann habe ich ja eine Hoffnung, irgendwann nicht in die Hölle zu kommen, dass es für heute gilt. Als ich wirklich in meiner Not gerufen habe und gesagt habe, wenn du doch alle frei machst, dann mach mich auch frei von diesen Ängsten, von diesem Selbsthass und vor allem von dieser Betäubung. Und ich kann sagen, dass Jesus Stück für Stück den Schleier der Betäubung von meinem Herzen weggerissen hat mit seiner Liebe. Und nur weil ich ihm mein Wort genommen habe, dass es einfach eine unsichtbare Welt gibt. Und dass es natürlich auch familiäre Ursachen hat, warum ich so gedacht habe, wie ich gesagt habe. Aber das alles hat sich zu einem Gefängnis formatiert über die Jahre, zu einer Festung, aus der ich selber
nicht mehr wieder raus konnte. Nur Jesus hatte tatsächlich den Schlüssel. Das bedeutet jetzt nicht, dass ich niemals wieder schlechte Tage habe oder dass nicht etwas passieren kann, was mich traurig macht oder mich zurückwirft. Aber ich weiß, wo ich hingehe und ich gehe nicht mehr zum Alkohol. Und dafür bin ich wahnsinnig dankbar. Und das wünsche ich euch. Ihr könnt mir gerne schreiben und ihr könnt mir gerne sagen, das ist ja völlig absurd, was du da erzählst. Aber ich habe tatsächlich auch in meinem Umkreis viele Leute getroffen, die auch aus den fiesesten Situationen rausgeholt wurden. Und ja, Jesus kann das machen. Ja, Jesus hat Bock, das zu machen. Und ja, auch für dich.